Im Diagnosemenü kann man diverse Teile der Elektronik auf Fehler überprüfen. Dafür geht man auf die dritte Seite der Softkeys und drückt auf diesen Button. Hier kann man nun auswählen, für welche Bauteile man das Diagnosemenü öffnen will. Für die Diagnose der Einzelkorndosierer wählen wir hier die Reihenrechner aus. Hier werden alle vorhandenen Reihenrechner angezeigt. In der ersten Spalte sieht man die aktuelle Stromaufnahme. In der zweiten Spalte die aktuelle Drehzahl und in der dritten Spalte die gezählten Reversierungen. Sollte ein Dosierer irgendwie geklemmt haben, zum Beispiel durch Strohreste oder ähnliches, muss dieser gegebenenfalls kurz rückwärts laufen, um wieder frei zu werden. Hier wird dann angezeigt, wie oft dies seit dem Hochfahren der Maschine passiert ist. Die mit dem Pfeil angewählte Reihe kann über diesen Button manuell gestartet werden. Dann werden auch die aktuelle Stromaufnahme und die aktuelle Drehzahl angezeigt. Die Stromaufnahme muss im leeren Zustand und ohne Unterdruckgebläse deutlich unter 1 Ampere liegen. Mit den beiden Pfeiltasten über und unter dem Button zum Aktivieren der Reihe kann man zwischen den Reihen wechseln und somit jede Reihe einzeln testen. Mit Hilfe der Softkeys mit dem roten Pfeil darüber kann man die einzelnen Motoren rückwärts laufen lassen. Dafür muss man diesen Button allerdings gedrückt halten. Mit dem obersten Softkey werden die Softwarestände der einzelnen Reihenrechner angezeigt. Drückt man dann auf den Pfeil nach rechts, werden die Seriennummern und die Betriebsstunden angezeigt. Mit dem gebogenen Pfeil ganz oben gelangt man immer wieder eine Ebene zurück. Mit diesem Button kann eine Neuadressierung der Reihenrechner erfolgen, zum Beispiel nachdem man einzelne Komponenten ausgetauscht hat. Hinter diesem Button wird für jeden Dosierer der aktuelle Status angezeigt. Die mittlere Spalte sagt an, ob der entsprechende Reihenrechner sich erfolgreich mit dem Hauptrechner verbunden hat. Die rechte Spalte ist für die Fallrohrsensoren. Grün bedeutet, es gibt keine Fehler. Geht man hier dann auf die zweite Seite, wird noch einmal für jede Reihe der aktuelle Status angezeigt. Ein Haken bedeutet, alles ist in Ordnung. Für verschiedene Fehler würden dann verschiedene Symbole angezeigt. Details zu den einzelnen Statussymbolen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.